Malaysia erlebt derzeit eine bedeutende Transformation, da große Technologieunternehmen wie Intel und Infineon jeweils 7 Milliarden Dollar investieren. Nvidia ein KI-Rechenzentrum im Wert von 43 Milliarden Dollar baut und Texas Instruments 31 Milliarden Dollar in zwei neue Halbleitermontageanlagen steckt. Diese Investitionen sind nur ein Teil des enormen Zuflusses an ausländischem Kapital, zu dem auch Unternehmen wie Deutschlands Bosch, Schwedens Ericsson, Südkoreas Simtech und bedeutende chinesische Hersteller wie Funyi Metal Technology gehören. Die Regierung Malaysias möchte diesen Schwung nutzen, um in der globalen Wertschöpfungskette aufzusteigen und eine Hightech-Wirtschaft ähnlich Japan, Taiwan oder Südkorea zu werden. Doch bevor Malaysia diesen Status erreicht, muss es viele Herausforderungen bewältigen, darunter interne Probleme und geopolitische Spannungen zwischen den USA und China. In der Vergangenheit hatte Malaysia Schwierigkeiten, von kostengünstiger Fertigung zu hochwertigen Industrien zu wechseln. In den 1960er Jahren hatten Malaysia und Südkorea ähnliche wirtschaftliche Ausgangsbedingungen. Während Südkorea jedoch durch Investitionen in Innovation und Produktion die Mitteleinkommensfalle überwinden konnte, blieb Malaysia in diesem Stadium gefangen. Heute versucht Malaysia, diese Fehler zu korrigieren und sich in Hightech-Bereichen wie der Halbleiterfertigung und der künstlichen Intelligenz zu etablieren. Wiederbelebung von Penang. Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist die Wiederbelebung von Penang, das sich in den letzten Jahrzehnten von einem Fischerdorf zu einem bedeutenden Technologiestandort entwickelt hat. Penang beherbergt über 350 multinationale Unternehmen und trägt erheblich zur malaysischen Wirtschaftsleistung bei. Neue Investitionen und der Bau eines großen Industrieparks sollen weitere Hightech-Unternehmen anziehen und Penang als Schlüsselstandort für die Halbleiterproduktion stärken. Im Kalim-Distrikt plant das deutsche Unternehmen Infineon den Bau der weltweit größten Produktionsstätte für Silizium-Carbid-Chips, die für Elektrofahrzeuge wichtig sind. Penang hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Technologieknotenpunkte Malaysias entwickelt. Mit einer strategischen Lage und einer gut entwickelten Infrastruktur bietet die Region ideale Bedingungen für Hightech-Industrien. Der Bau eines großen Industrieparks hat das Interesse neuer Unternehmen wie Jabil, Western Digital und Lam Research geweckt. Diese Entwicklung zeigt das Potenzial, das Penang für die Zukunft Malaysias hat und wie entscheidend die Region für die wirtschaftliche Strategie des Landes ist. Herausforderungen und Brain Drain. Trotz dieser positiven Entwicklung steht Malaysia vor ernsthaften Herausforderungen. Das Land leidet unter einem Brain Drain, da viele hochqualifizierte Arbeitskräfte ins Ausland abwandern, was zu einem Arbeitskräftemangel führt. Zudem sind die Löhne für Ingenieure in Malaysia im Vergleich zu anderen Ländern der Region relativ niedrig. Die Regierung hat Pläne zur Ausbildung von 60.000 hochqualifizierten Halbleiteringenieuren angekündigt. Aber diese Maßnahmen könnten scheitern, wenn die Gehälter nicht wettbewerbsfähig sind. Ein weiteres Problem ist der Wohnungsbau, insbesondere in Penang, wo der Zustrom ausländischer Unternehmen die Immobilienpreise in die Höhe getrieben hat. Preiskontrollen sind nur eine vorübergehende Lösung. Und es bleibt abzuwarten, wie die Regierung langfristig mit diesen Herausforderungen umgehen wird. Die politische Instabilität in Malaysia, gekennzeichnet durch häufige Regierungswechsel und politische Skandale, ist ebenfalls ein Hindernis für langfristige Investitionen.
Der Brain Drain ist ein besonders kritisches Problem für Malaysia. Hochqualifizierte Fachkräfte verlassen das Land, um in Ländern mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Dies führt zu einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in Schlüsselindustrien, was das Wachstum und die technologische Entwicklung bremst. Die Regierung muss Maßnahmen ergreifen, um diesen Trend umzukehren, beispielsweise durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Erhöhung der Gehälter für Ingenieure und andere Fachkräfte. Konkurrenz und Kooperation. Malaysia konkurriert mit Nachbarländern wie Singapur, Thailand und Vietnam, die ebenfalls attraktive Bedingungen für Hightech-Industrien bieten. Singapur beispielsweise hat Investitionen von Unternehmen wie Global Foundries und TSMC angezogen und bietet höhere Löhne und politische Stabilität. Thailand und Vietnam haben ebenfalls bedeutende Investitionen in ihre Halbleiterindustrien angezogen und bieten robuste Infrastrukturen und steuerliche Anreize. Singapur hat sich als führender Standort für Hightech-Industrien in der Region etabliert, dank seiner stabilen politischen Landschaft und der gut entwickelten Infrastruktur. Im Gegensatz dazu kämpft Malaysia mit politischer Instabilität und einer weniger entwickelten Infrastruktur, was es schwieriger macht, große Investitionen anzuziehen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Malaysia seine Infrastruktur verbessern und politische Stabilität gewähren. Trotz dieser Konkurrenz hat Malaysia einige Trümpfe in der Hand. Die geografische Nähe zu Singapur könnte eine industrielle Symbiose ermöglichen, bei der malaysische Firmen Chips testen und verpacken, die in Singapur entwickelt und hergestellt werden. Diese Zusammenarbeit könnte jedoch die Ambitionen Malaysias, der nächste globale Chipgigant zu werden, einschränken. Ein weiterer Vorteil Malaysias ist die gut ausgebildete englischsprachige Belegschaft, die es dem Land ermöglicht, als attraktiver Standort für multinationale Unternehmen zu fungieren. Die Regierung muss sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen und Löhne wettbewerbsfähig bleiben, um diese Talente im Land zu halten und weitere Abwanderung zu verhindern. Geopolitische Herausforderungen. Geopolitisch muss Malaysia vorsichtig navigieren, da es zwischen den USA und China balanciert. Die USA haben bereits Bedenken hinsichtlich Malaysias Zusammenarbeit mit chinesischen Firmen geäußert und es besteht die Gefahr, dass Sanktionen auf Malaysia ausgeweitet werden könnten. Gleichzeitig ist China seit 15 Jahren Malaysias größter Handelspartner. Die Handelsbeziehungen mit beiden Supermächten sind für das wirtschaftliche Wachstum des Landes entscheidend. Die geopolitische Lage Malaysias ist komplex und erfordert eine sorgfältige Balance zwischen den Interessen der beiden Supermächte. Einerseits profitiert Malaysia von den wirtschaftlichen Beziehungen zu China. Andererseits ist die Zusammenarbeit mit den USA ebenfalls von großer Bedeutung. Die Regierung muss Strategien entwickeln, um die Beziehungen zu beiden Ländern zu stärken, ohne in geopolitische Konflikte verwickelt zu werden. Malaysia steht vor der Herausforderung, seine wirtschaftlichen Interessen zu wahren, während es gleichzeitig durch die geopolitischen Spannungen in der Region manövriert. Dies erfordert diplomatisches Geschick und eine klare Vision für die zukünftige Ausrichtung des Landes in der globalen Arena. Die Regierung muss sicherstellen, dass Malaysia weiterhin als attraktiver Standort für internationale Investitionen wahrgenommen wird, während es gleichzeitig seine Unabhängigkeit und Souveränität wahrt. Fazit: Malaysia steht vor einer entscheidenden Phase. Die Regierung setzt auf massive Investitionen und strategische Pläne, um das Land zu einem Hightech-Hub zu machen.
Doch es gibt zahlreiche Herausforderungen, von internen wirtschaftlichen Problemen bis hin zu geopolitischen Spannungen, die bewältigt werden müssen. Malaysia muss sorgfältig planen und handeln, um seine Ziele zu erreichen und sich als führender Standort in der globalen Technologie- und Halbleiterindustrie zu etablieren. Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob Malaysia seine Ambitionen verwirklichen kann. Mit den richtigen Maßnahmen und Investitionen könnte Malaysia zu einem zentralen Akteur in der globalen Hightech-Industrie werden. Dabei ist es wichtig, dass die Regierung sowohl kurzfristige als auch langfristige Strategien entwickelt, um die Herausforderungen zu meistern und die Chancen zu nutzen, die sich bieten. Malaysia hat das Potenzial, ein führender Standort für Hightech-Industrien zu werden. Doch das erfordert kontinuierliche Anstrengungen und kluge politische Entscheidungen. Die Regierung muss sicherstellen, dass das Land attraktiv für Investoren bleibt, gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung berücksichtigen. Nur so kann Malaysia eine erfolgreiche und nachhaltige wirtschaftliche Zukunft gestalten. Wie siehst du die Entwicklung in Malaysia? Teilst du meinen Optimismus oder hältst du ihn für unrealistisch? Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, dann lass ein Like da und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen.